So, ihr Warmduscher, ich bin Vegeta und hier geht's jetzt mit Han Rizzles neuem Video los. Alrighty Zen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget. Und heute sprechen wir über meinen Main-Char auf Fusion F23, den Elevator Rewards, einschließlich auch der Elevator Top-List. Die anderen Server werde ich also dann in einem separaten Video nochmal vorstellig machen. Da geht es auch ein bisschen darum, darüber zu sprechen, wie es auf dem jeweiligen Server halt weitergehen soll. Und ja, aber diese Top-List wollte ich halt auch mit besprechen und das macht beim Main-Char am meisten Sinn. So sieht das mal aus. Wir holen uns erstmal noch die letzten Chests, 60 Millionen Gold, alles rein, brauchen wir. Ich kann vielleicht auch mal schauen, dass wir wieder ein paar Items upgraden können. Wahrscheinlich jetzt nach dem Elevator. Und ja, holen uns mal dit noch. Jawohl, jetzt geh. Also, wir sehen, wir sind leider auch nur 4. Platz geworden. Es hat sich ja auf jeden Fall so kristallisiert im Laufe des Elevators, dass wir eigentlich permanent eben nicht unter den Top 3 waren. Crit Happens hat das hier mit Abstand geregelt, das Ganze. Echt eine sehr starke Leistung. Phoenix und The Saviors waren mega knapp, kann ich sagen. Das ist also 10.000 Held-Tokens bei diesen Level-Chars, wo wir hier im Schnitt drüber sprechen. Das ist wirklich mega knapp. Also das war ein Kopf-an-Kopf-Rennen an der Stelle. Wir sind allerdings auch jetzt nicht extrem gefährdet abzustürzen. Also der Abstand auch zwischen uns und den anderen Teams ist schon nicht unrelevant. Aber ja, ist halt so. Leider kein Profilbild auf dem Main-Char. Das zweite Mal hintereinander. Wir bleiben trotzdem dran. Ich bin jetzt keiner, der sagt, oh, ich will jetzt deshalb zu Crit Happens wechseln, damit ich beim nächsten Mal ein Gold-Profilbild habe. Das bringt halt nicht so viele Punkte. Lustigerweise ist aber auch heute erst ein Spieler gewechselt, mit der Begründung, dass halt er im Elevator gemerkt hat, dass er halt zu weit hinten steht. Also Nosferatu hat mehr oder weniger geschrieben, dass er halt nur Free-to-Play jetzt spielt und war halt deshalb beim Elevator, ich weiß gar nicht, kann man sich ja eigentlich sogar angucken, oder? Muss ich noch sehen. Ne, er ist ja nicht mehr gelistet, aber wahrscheinlich jetzt nicht extrem weit vorne dabei und hat deshalb gesagt, er würde sich jetzt für eine etwas seichtere Gilde mit weniger Ambitionen oder so interessieren. Also normalerweise kenne ich es andersrum, dass die Leute in bessere Gilden wechseln, weil sie halt sagen, es ist zu wenig bei rumgekommen. Aber ja, ist halt auch schade, weil prinzipiell ist es ja ein guter Char, ja, muss man mal sagen. Ne? Trotzdem, ja. Auch wenn es jetzt mehr Free-to-Play war. Aber gut, das gehört halt auch zum Spiel dazu. Ich weiß nicht, wir sind jetzt, glaube ich, im Moment auch nur 49 Leute. Ob da schon jemand irgendwo in der Liste steht. Also, ich bin halt fast bald Letzter. Also, Dreamscape wird mir auch noch überholen. Das ist echt, ja. Das ist schon ein bisschen heftig. Ja, muss ich dranbleiben. Aber, ja, wie gesagt, wir können gleich mal schauen, ob ich im Zuge der... Ja, da können wir auf jeden Fall noch ein paar Items upgraden. Ja, bald alles auf 20. Na gut, die Waffen kommen auch noch dazu. Das dauert auch noch ein bisschen. Das muss das Ziel sein, definitiv. Ich bin jetzt aber auch keiner, der jetzt auf dem Char immer wieder Special-Pakete mit vielen Kristallen gekauft hat. Also das ist mir dann auch ein bisschen too much. Kommen wir nochmal zum Elevator. So sieht es eben aus hier bei uns in der Top 10 ungefähr. Crit Happens, wie gesagt, mit einem sehr guten, sehr starken Ergebnis. Ich selber bin mit 411 Etagen dabei gewesen auf 173.000 Held-Token. Und das ist halt insofern interessant. Hier gab es einen kleinen Switch. Ihr seht jetzt im Prinzip den Stand nach dem letzten Elevator. Da war ich Rang 10 mit der gleichen besten Etage und hatte 180.000 Held-Tokens. Jetzt bin ich im Prinzip Rang 8 in der Gilde, mit gleicher bester Etage, aber habe 173.000 Held-Tokens nur. Das liegt daran, dass ich teilweise tatsächlich diesmal nicht alles komplett mit Schokolade gemacht habe in den ersten Etagen und auch stellenweise zwischen den Etagen jetzt nicht mit Schokolade permanent gepilzt habe, sondern im Zweifel auch mal gewechselt habe. Also eigentlich muss man sagen, dass meine individuelle Leistung schlechter war als vor 3 Monaten beim Elevator. Ich aber insgesamt in der Gilde besser dastehe, weil wahrscheinlich die allgemeine Beteiligung jetzt nicht so gut war wie zuletzt, zumindest im Top-Bereich. Was jetzt auch zur Elevator Top-List führt, da stehen wir mit Welten im Wandel auf Rang 37. Ich muss sagen, dass diese Welten im Wandel Gilden, also ich würde die Gilde allein deshalb schon nicht verlassen wollen, solange sie noch in diesem Ambitionsbereich ist, weil einfach der Gildenname so geil ist. Das
ist einer der aussagekräftigsten Gildennamen überhaupt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und hier ist es so, dass die Gesamtleistung von Welten im Wandel zum letzten Elevator besser ist. Wir haben knapp 435.000 mehr Hell-Tokens erwirtschaftet. Ich glaube, das meiste Plus rührt. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern die Helle-Tech zum letzten Mal anders ist. Sprich, das Gildenergebnis ist ja, also das Gildenergebnis ist ja insgesamt trotzdem besser, egal ob die Helle-Tech auf die Gilde geschrieben wird oder nicht, aber das individuelle Ergebnis ist halt schlechter. Wiederum kann das sogar deshalb sein, dass man individuell ein bisschen schlechter abgeschnitten hat, weil die Helle-Tech da nicht mehr reinzählt. Ist ja auch wurscht, prinzipiell war ich zumindest nicht besser als letztes Jahr oder letzten Elevator. Und 37, letztes Mal waren wir aber 2 Ränge besser. Also insgesamt sind mehr Gilden vor uns, obwohl wir insgesamt auch ein besseres Ergebnis haben. Aber wir sehen natürlich, dass die meisten Gilden sich verbessert haben von den Hell-Tokens her. Manche natürlich extremer, vor allen Dingen die halt vorher noch gar nicht da waren. Also alles, was F24, F25 Int ist, ne, die sind weiter vorne dran. Aber das sind natürlich auch alles Gilden, die eigentlich natürlich neuer sind als zum Beispiel unsere Gilde. Und die haben eben auch teilweise besser performt und haben dazu geführt, dass sie sich im Rang vorschließen. Also man sieht das letztendlich ja auch schon hier rechts in dieser Einblendung. Also die meisten Gilden sind von F23 international vertreten, die 3 Millionen oder mehr haben. Also tatsächlich unser Server ist da der in der Breite stärkste Server also zumindest wenn es darum geht, wer hat mehr als 3 Millionen. Aber F25 ist da auch schon recht gut dabei und auch F24 ist da recht gut dabei. Aber in der Spitze haben die halt bessere Ergebnisse. Ne? Also man sieht, dass Endgegner nach wie vor auf der 1 ist und Fassbaren haben sie auf die 2 geschoben. Das sind 11,3 Millionen. Also 171.000 Hell-Token. Ich glaube, mit meiner individuellen Leistung könnte ich gar nicht bei Endgegner spielen, dann würde ich aussortiert werden. Phoenix ist auch richtig krass vorgekommen. Die haben halt einen extremen Schub bekommen. Also das wird für den nächsten Elevator, haben die sicherlich Ambitionen, vielleicht sogar noch weiter zu steigen im Rangbereich. Aber überhaupt, ja, alle Gilden hier oben, das ist so heftig. Und F21 international und F22 international sind da jetzt auch vertreten. Und da ist halt Crit Happens natürlich ein krasses Beispiel, die ja auf F22 und F23 unterwegs sind und sich da gerade gegenseitig Konkurrenz bilden. Auch die sind im Rang jetzt in die Top 10 sogar reingekommen. Das war beim letzten Mal noch nicht so der Fall. Endgegner 1, weiß nicht warum dann das davor steht, inwiefern die in Relation sind zu den normalen Endgegnern, haben sich halt auch richtig vorgeprescht. Also in der Spitze ist es halt auch extrem stark geworden. Und am ehesten sieht man natürlich Oblivion. Oblivion ist von den neuen Servern, von den neu fusionierten Servern seit dem letzten Elevator die stärkste Gilde, die halt durch die Fusion dann nochmal so krass gepusht worden sind, dass sie einfach doppelt so gutes Ergebnis im Elevator erreicht haben sich direkt auf Rang 17 in der Rangliste gespielt. Also das ist heftig. Crit Happens aber trotzdem auch hier dabei, muss man sagen. Ja, also die sind mit 3 Gilden auf 3 Servern vertreten in der Top 30. Das ist auch krass. Und das Schöne ist, perspektivisch, wenn man jetzt mal weitere Fusionen sich anschaut, wenn man jetzt mal hier auf die W-Server guckt, ja, natürlich gibt es da nicht so viele, aber W60 hat auch 8 Gilden immerhin mit über 3 Millionen reingebracht. W54 hat 5 Gilden reingebracht mit über 3 Millionen, W53 4 Gilden, W58 4 Gilden. Und dann weiter unten auch die anderen W-Server mit 3 Gilden immerhin über 3 Millionen. Wenn die sich alle dann auch mal fusionieren, wird es auch dort wieder Gilden geben, die dann sehr weit vorkommen können. Ja, also ich denke jetzt zum Beispiel vielleicht an die Tavernenflotte, Flottenlegion, ja, also das hier. Flottenlegion, ich glaube, mir fällt auch ein, ich weiß nicht, ob das so kommt, aber es gab ja mal die zweite Legion auf W53. Jetzt heißt es Flottenlegion. Ich weiß nicht, ob die miteinander vielleicht sogar schon angebandelt sind. Zumindest haben die auch schon ein sehr krasses Ergebnis mit 6 Millionen Hell-Token erreicht auf diesem noch neueren Server, als ja die anderen Server umgekommen sind. Und wenn die dann auch noch fusionieren, weiß ich nicht,
Gibt ja auch teilweise Zweitgilden und alles. Also ich kann mir vorstellen, dass dann wiederum die nächste Fusion steht ja auch bald an mit F26, dass F26 dann auch keine kleine Rolle spielen. Vielleicht nicht jetzt in der Spitze bei über 8 Millionen. Doch, über 8. Oder vielleicht können sie ja auch an die 8 Millionen Grenze dann schon kommen, die besten Gilden. Weiß ich nicht. Ist alles möglich. Ist auf jeden Fall echt mega geil, das Ganze hier zu begutachten. Deshalb vielen Dank an Timotep, der das hier immer wieder schön macht und der trotz der Entwicklung das auch relativ up-to-date hält. Ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn wir es mit Welten im Wandel bald wieder mal schaffen oder mal schaffen können, in die Top 30 zu kommen. Das würde mich freuen oder halt auf dem eigenen Server ein Profilbild zu kriegen. Aber da muss ich auch zusehen, dass ich meinen Char noch mal ein bisschen irgendwie verstärke, um da auch im Einzelnen ein bisschen mehr beizutragen. Aber ja, trotzdem, man ist da Teil davon, man muss da dranbleiben, das ist wichtig. Und deshalb war es mir auch wichtig, diesen Server separat als Video zu bringen, damit man halt auch merkt, dass das halt auch schon auch eine Relevanz hat. Und damit das so bleibt, skill ich jetzt noch ein bisschen Gold über. Wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt ja mindestens genauso gutes Wetter wie wir hier. Ist echt nice. Und dann würde ich sagen, haut rein, macht Tschüss und Servus. Bedanke mich wie immer für den Support und bis zum nächsten Mal. Ciao.